Hi guys! Hallo Leute, What do you want to talk about today? über was wollen wir heute sprechen? Über Wurzel. Hey, let's talk about roots. Good idea. Ja, lasst uns über Wurzel sprechen, das ist eine gute Idee. You know, when I was a young man Wisst ihr, als ich ein junger Mann war and I began to preach, und ich angefangen habe zu predigen lead people, und Leute zu leiten, there is something that began to really bother me. da war etwas, das mich immer mehr gestört hat. And this is what bothered me. Und das war folgendes. That people kept going through the same problem over and over again. Dass die Menschen immer und immer wieder mit demselben Problem zu kämpfen hatten. One more deliverance and my problem will be fixed. But it wasn't. Noch eine Befreiung und dann werde ich das Problem los, aber das war nicht so. Mas nunca resolvia. One more prayer, but it wasn't fixed. Noch ein Gebet, aber dann war es auch nicht gelöst. It really bothered me because I cared for people. Und das hat mich sehr gestört, weil ich ein Herz hatte für diese Leute. And then I had my first prophetic dream. Und dann hatte ich mein erster prophetischer Traum. And God spoke to me. Und Gott hat zu mir gesprochen. He said to me, my children always focus on the fruit and ignore the root. Er hat gesagt, meine Kinder fokussieren sich immer auf die Frucht und ignorieren die Wurzel. Fruto e ignoram a raiz. He said, they get rid of the spider web, but they don't kill the spider. Er hat gesagt, sie kümmern sich um die Spinnweben, aber sie töten nicht die Spinne. And then the Lord said to me, I want you to teach my people to deal with the root. Und der Herr hat mir gesagt, ich möchte, dass du mein Volk lehrst, um sich um die Wurzel zu kümmern. As raízes. And this began to take me on a journey. Und das hat mich dann auf eine Reise genommen. Vai em uma jornada. The Bible compares us Christians with a tree. Die Bibel vergleicht uns Christen mit einem Baum. There are actually several Bible verses. Da gibt es verschiedene Bibelverse darüber. The righteous is like a tree planted by the water. Der Gerechte ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Das águas. Isaiah 37 verse 31 says, Und Jesaja 37, 31 sagt, the remnant of the house of Judah will put their roots down and bear fruit up. dass das, was vom Haus Juda übrig geblieben ist, wird nach unten Wurzel schlagen und nach oben Frucht tragen. Frutos para cima. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund, bitte. Por favor. By the way, I'm Reinhard. This is Marina. Ah, und ich bin Reinhard und das ist Marina. Good to be with you. Es ist schön, mit euch zu sein. Do you know, if we put our focus on the fruit, we will spend our life trying to fix problems. Weißt du, wenn wir unseren Fokus auf die Frucht legen, dann werden wir unser Leben damit verbringen, uns um die Probleme zu kümmern. This is a very bad idea. Und das ist eine schlechte Idee. The negative and bad fruit in your life Also die negative und schlechte Frucht in deinem Leben Sua vida. is related to your root. ist in Bezug auf deine Wurzel. So fix the roots and then the fruits will be good. So kümmere dich um deine Wurzel und dann wird deine Frucht auch gut sein. You know, we have to stop this wrong mentality. Weißt du, wir müssen aufhören mit dieser Mentalität, dieser Idee, Focus on the outward problem when the real problem is inward. uns immer auf das äußere Problem zu kümmern, wenn das Problem innen liegt. So the Christian life is like a tree. Let's put a tree here. Also unser christliches Leben ist wie ein Baum. Wir werden da einen Baum zeichnen. That's what the Bible says. Das ist, was die Bibel sagt. Righteous is like a tree planted by the water. Der Gerechte ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Escorrente. Wow, you're a great artist. Wow, du bist ein großer Künstler, Marina. Danke. Ah, you can paint with Debbie now. Jetzt kannst du mit Debbie malen. So I'm going to show you roots that are directly related to fruit. Jetzt werde ich euch Wurzeln zeigen, die einen direkten Bezug haben zu der Frucht. First of all, let me explain what a root is. Also erstens möchte ich erklären, was eine Wurzel ist. If the root of a tree is rotten, there will be no good fruit. Wenn die Wurzel eines Baumes verfault ist Bad. und schlecht ist, dann wird es keine gute Frucht haben. What is the purpose of the root? Was ist das Ziel der Wurzel? The root is where the tree gets all the nutrients from. Die Wurzel ist der Ort, wo der Baum der ganze Nährstoff herbekommt. If you want to kill a tree, Wenn du einen Baum töten willst, put poison to the root, dann kannst du einfach Gift auf die Wurzel tun. and the tree will die. Und dann wird der Baum sterben. Because through the roots, all the nutrients come to the tree, and then they determine the fruit. Weil durch die Wurzel kommt der ganze Nährstoff in den Baum und das wird dann die Frucht geben. So root means where do you get your life from, your energy, your strength from? Und das heißt, Wurzel bedeutet, wo bekommst du deine Energie her, deine Kraft her?
I'm going to show you 5 different roots that are very Eu common vou in te Christian life. ensinar Ich werde euch 5 Wurzeln zeigen, die ganz bekannt sind im christlichen Leben. And then I'm going to show you 5 good fruits. Und dann werde ich euch 5 gute faço Good. 5 ou Yes, 10. make 5. Wurzeln zeigen. Ja, das sind die Wurzeln. And I will show you 5 bad roots Und dann werde ich euch auch 5 schlechte Wurzeln zeigen, that are very common in the life of Christians. die auch sehr häufig im Leben von Christen vorkommen. Even, unfortunately, in the life of people who've been Christians for a long time. Auch im Leben solcher Leute, die schon lange Christen sind, leider. And then I will show you 5 beautiful roots Und ich werde euch 5 wunderschöne Früchte zeigen, that will bring amazing fruit. die eine unglaubliche Frucht hervorbringen wird. So here is the first root. Also hier ist die erste Wurzel. It's I. Da ist das Ich. So be right here, I. Here's what I'm going to do, people. Und wir schreiben hier I'm going to take here and I'm going to write it auf Englisch in English. Ich, That's the root of the I. auf Deutsch. What happens? Also was passiert? If you make yourself the focus of life, Wenn du dich selbst der Fokus deines Lebens machst, your fruit is going to be a mess. dann wird deine Frucht gar nicht schön aussehen. So let's connect this root to a fruit. Also lasst uns diese Wurzel mit einer Frucht verbinden. Um fruto And aqui. the fruit of the root of the I, the self-centeredness and self-focusedness, Und die Frucht der Wurzel, um der es sich nur um sich selbst dreht, sozusagen, is always emptiness. ist immer eine Leere, die Frucht. Always. Immer. So let's write here Vazir. Und wir schreiben hier eine Leere. Always emptiness. Immer Leere. And I will explain this to you why. Und ich werde euch das jetzt erklären. Because the Bible is very clear Weil die Bibel ist sehr klar, that self-centeredness brings frustration. dass Selbstzentriertheit Frustration hervorbringt. Do you know there is a very clever guy, he's dead now. Weißt du, da gibt es einen sehr intelligenter Mann, er ist jetzt schon gestorben. He was a socialist and a psychiatrist and a psychoanalyst. Er war ein Sozialist, ein Psychiater A psychoanalyst. und ein Lista Psychoanalytiker. His name was Dr. Fritz Künkel. Und sein Name war Dr. Fritz Künkel. He was German, but then he moved to America. Er war ein Deutscher, aber dann ist er nach Amerika gezogen. And he studied with people like Freud. Und er hat mit Leuten wie Freud studiert. Here is what Dr. Fritz Künkel said. Und hier ist, was Dr. Fritz Künkel gesagt hat. He said, all of the problems that men have can be tracked back to their egocentricity. Alle Probleme, die die Menschen haben, kann man zurückführen auf ihre Egozentriertheit. So if you make yourself the root, the center of where all your energy comes from, Also wenn du dich selbst die Wurzel machst, von der all Energie herkommt yeah, where you get everything, und wo du deine Kraft herbekommst, you will have an empty life. dann wirst du ein leeres Leben haben. Always, always, always. Immer, immer, immer. I'm almost 60 years old and I've never met a fulfilled, selfish person. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, aber ich habe noch nie eine erfüllte, selbstzentrierte Person kennengelernt. Don't put your root in yourself. Setze deine Wurzel nicht auf dich selbst. I have good news for you. Aber ich habe gute Neuigkeiten für dich. You are not the center of the universe. Du bist nicht das Zentrum des Universums. You were not created to be the center of the universe. Du bist nicht erschaffen worden, um das Zentrum des Universums zu sein. Humanism has lied to us. Humanismus hat uns angelogen. Humanism has told us that when we make ourselves the center, we will be happy. It's a lie. Humanismus hat uns gesagt, dass wenn wir uns selber zum Zentrum machen, dass wir dann glücklich sein werden. Aber es ist eine Lüge. How many divorces have happened because I am the center? Wie viele Scheidungen sind schon passiert, weil das Ich das Zentrum war? How many lives have been destroyed because I am the center? Wie viele Leben sind zerstört worden, weil das Ich das Zentrum war? How many families have been destroyed because I am the center? Wie viele Familien sind zerstört worden, weil das Ich im Zentrum war? The root is terrible. It's bad. It will always bring emptiness. Die Frucht ist schlimm und schlecht und das wird immer eine Leere hervorbringen. Here's the second root. Und hier ist die zweite Wurzel. My goodness, how many people put their roots in this? Oh, wie viele Leute setzen ihre Wurzel in diese Circumstances. Umstände. So we're going to write here circumstances. Wir werden hier hinschreiben Umstände. I'm not going to write this in English.
Ich werde es nicht auf Englisch hinschreiben, because it's very similar. weil es ist ganz ähnlich. You will see this circumstance. Und ihr werdet erkennen können, Umstände. So, if you put your roots in your circumstances, what does that mean? Also wenn du deine Wurzel in die Umstände legst, was bedeutet das? It means that you determine all your decisions based on your circumstances. Das bedeutet, dass du all deine Entscheidungen Your decisions Suas on decisões circumstances. auf deine Umstände basierst. If the circumstance is good, oh, you'll have a wonderful life. Wenn die Umstände gut sind, dann hast du ein wunderbares Leben. Maravilhosa. But the circumstances change constantly. Aber die Umstände verändern sich die ganze Zeit. So what happens when your circumstances change? Was passiert also, wenn deine Umstände sich verändern? You'll be unhappy. Dann bist du unglücklich. So look, Also schau. if you put your root in circumstances, the fruit will always be unhappiness. Wenn du deine Wurzel in die Umstände setzt, dann wird die Frucht immer Unzufriedenheit sein oder ein Unglücklichsein. Always. Immer. And I will explain to you why. Und ich werde erklären, weshalb das so ist. Because circumstances change, that's where you can have no constant joy. Die Umstände verändern sich ständig und deshalb kannst du keine ständige Freude haben. Understand this powerful scriptural truth. Verstehe diese Wahrheit, diese biblische Wahrheit. Verdade poderosa da Bíblia. So look, here's what's happening. Also schau, das ist was passiert. Ecclesiastes tells us Im Prediger, da sagt es uns, that the one who looks at the wind and at the rain and the clouds will neither sow nor reap. dass derjenige, der auf den Wind und die Wolken schaut, kann weder säen noch ernten. Não Will vão plantar nem semear. Yeah, Não oops, vão I semear. think there's only one P. Yeah, so if you look at the circumstances, Genau, und wenn du also auf deine Umstände schaust, your life will always be unhappy. dann wird dein Leben traurig sein. There is a huge difference between joy and happiness. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen Freude und Glücklichsein. Joy comes from the Holy Spirit and is always there. Freude kommt vom Heiligen Geist und ist immer da. Espírito Santo, e ela sempre está lá. You can walk through the most difficult circumstances. Joy from the Holy Spirit will never leave you. Du kannst durch die schwierigsten Umstände gehen, die Freude im Heiligen Geist wird immer da sein. Nunca vai te deixar. But the happiness is always connected to circumstances. Aber das Glück ist immer mit Umständen verbunden. Here is the simple truth. Hier ist eine einfache Wahrheit. There are many circumstances you have no control of. Da gibt es viele Umstände, über die du keine Kontrolle hast. You know how many people said to me, Weißt du, wie viele Leute mir schon gesagt haben, Reinhard, I want to open an orphanage when the circumstances change. Reinhard, ich möchte auch ein Waisenhaus eröffnen, wenn die Umstände sich verändern. Reinhard, I want to do this, but my circumstances don't allow me. Reinhard, ich möchte dies und jenes tun, aber meine Umstände erlauben es mir nicht. So they're always unhappy. Und deshalb sind sie immer unzufrieden. Finally, they think I'm going to do something now, and then the circumstances change. Endlich werde ich etwas machen können und dann verändern sich die Umstände. As mudam. Look what's happening right now. Schau, was jetzt gerade passiert. A little virus closed down the whole world. Ein kleiner Virus und die ganze Welt ist heruntergefahren. A lot of people are unhappy because they put their roots in circumstances. Viele Leute sind unglücklich, unzufrieden, weil sie haben ihre Wurzel in die Umstände gesetzt. It hasn't changed anything in me. Aber mit mir hat das nichts gemacht. My joy hasn't changed. Meine Freude hat sich nicht geändert. It's fun. Mein Leben ist schön, I don't put my root in circumstances. weil ich mein Leben nicht in Umstände setze. They don't control my life. Sie kontrollieren mein Leben nicht. I'm going to talk about a third root. Und ich werde jetzt über die dritte Wurzel sprechen. Ita. That's a root that is very dangerous. Das ist eine sehr gefährliche Wurzel. People. Leute. What? Was? But Reinhard, we need people. Aber Reinhard, wir brauchen Leute. Pessoas. Yes, we need people. Ja, wir brauchen Leute. Pessoas. I'm glad for people in my life. Ich bin froh, dass es Menschen in meinem Leben gibt. Glad that I have Marina, that I have here the video team that's with me. Eu tô Ich freue mich, dass ich Marina habe und das Videoteam, das da mit mir ist. mais isso comigo. I was always glad that I had Daniel, but now that I have Marina, we don't need Daniel anymore, do we? Und ich war immer glücklich, dass ich Daniel habe, aber jetzt haben wir
Ja, Marina, da brauche ich den Daniel nicht mehr. Of course we need. Ja, sicher brauchen wir den Daniel. But look, what am I talking about putting a root in people? Aber schau, worüber spreche ich, wenn ich sage, die Wurzel in Leute zu setzen? Where do you get your nutrients from, your life from, your strength from? Von woher kriegst du deine Kraft, dein Leben? From people? Von Leuten? Do you know what always will be the fruit if you do that? Weißt du, was immer die Frucht sein wird, wenn du das machst? The fruit will always be disappointment. Die Frucht wird immer Enttäuschung sein. Decepção. Always. Immer. Desapontamento ou Or decepção, deception. You will always be disappointed. Du wirst immer enttäuscht sein. And I tell you why. Und ich kann dir sagen, weshalb das so ist. Very similar to the English word, so we will leave it. Disappointment. Das ist ganz ähnlich zum Englischen, deshalb werden wir das so lassen. Do you know what Jeremiah 17 verse 5 tells us? Weißt du, was Jeremia 17,5 uns sagt? Fala. Cursed is the man who trusts in man, Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut who makes man his strength. und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herzen vom Herrn weicht. How many people think if I have the right connections with the right people, my life will be great. Wie viele Leute glauben, dass wenn ich nur die richtige Beziehung, Verbindung zu den richtigen Leuten haben, wird mein Leben großartig sein? Nein, dein Leben wird enttäuschend sein. Ich liebe Leute, But I put no confidence in people. aber ich setze kein Vertrauen in Leute. My root is not in people. Meine Wurzel ist nicht in Menschen. You know, when people promise me, Wenn Leute mir etwas versprechen, I will do this for you. ich werde das für dich tun. I will give this money to the orphanage. Ich werde diese Summe Geld deinem Waisenhaus geben. Ich werde dir in diesem Projekt helfen. You know what I do? Weißt du, was ich dann mache? I don't think even Marina knows that. Ich glaube, sogar Marina weiß das nicht. I smile at them, I say, thank you. Ich lächle und ich sage Danke. But in my heart, I immediately say, Aber in meinem Herz sage ich sofort, I don't expect anything from you. ich erwarte nichts von dir. Everything comes from the Lord. Alles kommt vom Herrn. So you don't need to do anything for me and I'm fine. Also du musst nichts für mich tun und mir geht es gut. Let me tell you a quick story. Ich werde dir eine kurze Geschichte erzählen. When we started to open the orphanage project, Als wir unser erstes Waisenhaus eröffneten, a guy from Europe called me da rief mich ein Mann aus Europa an. and he said, Reinhard, I'm so touched by what you do. Reinhard, sagte er, ich bin so berührt von was du tust. I will send you 50,000 Brazilian reais. Ich werde dir 10.000 Euro schicken. A lot of money. Und das ist viel Geld. When our conversation finished, Und als unser Telefongespräch zu Ende war, habe ich in meinem Herzen gesagt, Lord, I don't put my root in people. Herr, ich setze meine Wurzel nicht in Leute. I don't rely on this man. Und ich werde mich nicht auf diesen Mann stellen. Und er hat das Geld nie geschickt. But 6 months later, he called me again. Und nach 6 Monaten hat er mich nochmal angerufen. Reinhard, I didn't forget. Reinhard, ich hab's nicht vergessen. I will send you the money. Ich werde dir das Geld schicken, sagte er. After the conversation, I did the same thing. Und nach diesem Telefongespräch habe ich das Gleiche getan. Lord, I don't put my roots in people. Herr, ich setze meine Wurzeln nicht in Leute. I don't expect anything from it. Ich erwarte nichts von ihm. Do you know that was 4 years ago? Und weißt du, das war vor 4 Jahren. Until today, there never came any money. Und bis heute kam kein Geld von ihm. But I'm not disappointed. Aber ich bin nicht enttäuscht, I don't put my root here. weil ich meine Wurzeln nicht hier setze. And then one day, I spent time with Jesus. Und eines Tages habe ich Zeit mit Jesus verbracht und Jesus hat gesagt, Reinhard, do you remember when this guy called you? Reinhard, erinnerst du dich, als dieser Mann dich angerufen hat? He actually called me a third time. Weil er hat mich sogar ein drittes Mal angerufen. And when the Lord said, I said, yes, Lord, I remember. Und ich sagte, ja Herr, ich erinnere mich gut. Look what the Lord said. Und schau, was der Herr mir gesagt hat. He said, Reinhard, I used this man to test your heart, Er sagte, Reinhard, ich habe diesen Mann gebraucht, um dein Herz zu prüfen, to see if you put your confidence in man or in me. um zu sehen, ob du dein Vertrauen in Menschen setzt oder in He mich. said, good job, Reinhard, you passed the test. Und er hat gesagt, Reinhard, das hast du gut gemacht, du hast den Test bestanden. Listen, people, Hört zu, Leute. why are we disappointed? Because we put our roots in the wrong place. Wieso sind wir enttäuscht? Weil wir unsere Wurzel in den falschen Ort setzen. Listen to me. Hört mir zu. Please listen. Bitte hört. How many people put their roots in a guy called Reinhard? So viele Leute setzen ihre Wurzeln in einen Mann, der sich Reinhard nennt. You're going to be disappointed. Und dann wirst du enttäuscht sein. I'm not your savior. Ich bin nicht dein Retter. A simple Austrian guy who loves Jesus. Ich bin ein einfacher Österreicher, der Jesus liebt. Put your root in people in no. Setz deine Wurzeln nicht in Leute, in niemanden.
Jesus uses me, it's because Jesus uses me. Wenn Jesus mich braucht, dann ist es, weil Jesus mich braucht. This is so dangerous. Das ist so gefährlich. Cursed is the man who trusts in man who makes flesh his strength. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. You will always reap the painful fruit of disappointment. Er wird immer diese schmerzhafte Frucht ernten, die Enttäuschung heißt. It's not worth it, people. Es lohnt sich nicht, Leute. And then we blame people and we blame God. We are to blame. Und dann schieben wir die Schuld auf die Leute und auf Gott, aber wir haben die Schuld. Look at the next. Und schaut diese nächste Wurzel, Nummer 4. Money. Geld. Eta. Geld. What are we doing about this? Was machen wir mit dem? Money. Dinheiro. Do you know how many people put their roots in money? Weißt du, wie viele Leute ihre Wurzel in Geld setzen? A woman called me Eine Frau rief mich an and said this. und sagte Folgendes. Reinhard, 20 years ago, God told me to open orphanages. Reinhard, vor 20 Jahren sagte mir Gott, dass ich ein Waisenhaus eröffnen soll. But she said, I can't do it because I don't have the money. Aber dann hat sie gesagt, ich kann es aber nicht tun, weil ich kein Geld habe. She said, please send me money so I can open an orphanage. Und sie sagte, bitte send mir Geld, damit ich ein Waisenhaus eröffnen kann. I said, never. Und ich sagte, sicher nicht. Not one penny. Nicht ein Cent. You can ask the people who work with me. I'm one of the most generous people. Weil du kannst die Leute fragen, die mit mir arbeiten. Ich bin einer der großzügigsten Menschen. Generoso. I said, never. Aber ich habe gesagt, nie. Do you know why? Weißt du wieso? Her root is not any other place but in money. Weil ihre Wurzel ist in Geld gesetzt. Money decides what she does for God. Geld entscheidet, was sie für Gott macht. Deus. When God said to me, open orphanages, I didn't have any money. Als Gott mir gesagt hat, dass ich ein Waisenhaus eröffnen soll, hatte ich kein Geld. I've made so many decisions in my life Ich habe so viele Entscheidungen in meinem Leben gemacht, that were not dependent on money because I don't put my root here. die nicht vom Geld abhängig waren, weil ich meine Wurzel nicht hier setze, in Geld. You know, this is more dangerous than people realize. Und das ist gefährlicher, als die Leute das realisieren. If I have this amount of money in my bank account, I will be secure. Weil wenn ich so und so viel Geld auf meinem Bankkonto habe, dann geht's mir gut. Dann bin ich sicher. If I have this amount of money, I will be finally happy. Wenn ich diese Summe Geld habe, dann geht es mir gut, dann bin ich glücklich. You know the fruit of this one here? Aber weißt du die Frucht von dieser Wurzel? Insecurity. Unsicherheit. If you put your root in money, your fruit that you reap will be insecurity. Wenn du deine Wurzel in Geld setzt, dann wird die Frucht, die du ernten wirst, Unsicherheit sein. Insecurity. Insegurança. Always. Immer. But Reinhard, Aber Reinhard, money important? ist Geld nicht wichtig? Well, not really. Nicht wirklich. What would happen if overnight your money would lose its value? Was würde passieren, wenn über Nacht dein Geld keinen Wert mehr hat? No, Reinhard, this will never happen. Aber Reinhard, das wird nicht passieren. Well, it happened in the Second World War. My parents lived through the Second World War. Ja, es passierte im Zweiten Weltkrieg. Meine Eltern haben da gelebt. Overnight, the money that you could buy a house with was only worth enough to buy one sandwich. Über Nacht war das Geld, das vorher so viel Wert hatte, dass man ein Haus kaufen konnte, nur noch genug, um ein Sandwich zu kaufen. I had a friend in the church that I always listened to. Ich hatte einen Freund in der Gemeinde, zu dem ich immer zuhörte. He saved up enough money to buy a house. Er hatte genug Geld gespart, um ein Haus zu kaufen. Pra uma Now he was ready to get married and have a family. Und jetzt war er bereit, um zu heiraten und eine Familie zu haben. família. Second World War came. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. He was sent to war. Er musste in den Krieg ziehen. And then 5 years he was a prisoner of war in Russia. Und vor 5 Jahren war er ein Gefangener in Russland. When he came back, all the money that he had was only enough to buy one meal. Als er zurückkam, war das ganze Geld, das er hatte, nur noch so viel wert, dass er ein Mittagessen kaufen konnte. The Bible tells us in 1 Timothy chapter 6, Die Bibel sagt uns im 1. Timotheus 6, Timóteo 1, First- 5. 1 Timothy, 1 Timóteo, verse 6, chapter 6. capítulo 5. It says, tell the rich not to put their trust in the uncertainty of riches. den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. I never put my roots here. Ich setze nie meine Wurzel hier.
aqui. It will bring nothing but insecurity. Weil es wird nichts bringen als Unsicherheit. You can't do what God has planned for you anymore because it's always depending on this. Und dann kannst du nicht tun, was Gott für dich hat, weil es immer von dem abhängig ist, von Geld abhängig ist. Let's talk about the fifth root. Und jetzt werden wir noch über die 5. Wurzel sprechen. The fifth Nice. root is success. Die 5. Wurzel ist Erfolg. That's a terrible root. Das ist auch eine schlimme Wurzel. Oh, Reinhard. Aber Reinhard, I'm gonna one day reach 1 million followers on Instagram. eines Tages werde ich 1 Million Follower auf Instagram haben. When I have the followers on Instagram and I will be successful. Wenn ich meine Follower auf Instagram habe, werde ich erfolgreich sein. You know, there are people who always putting all of their roots on success. Es gibt Leute, die ihre ganze Wurzel auf Erfolg setzen. First of all, what's success anyhow? Aber erstens, was ist überhaupt Erfolg? 100,000 followers is success? 100.000 Follower, ist das Erfolg? What's success? Was ist Erfolg? Making a million is success? 1 Million zu verdienen, ist das Erfolg? That's all stupid. Das ist doch so blödsinnig. Was ist Erfolg? Appear on YouTube. Wenn ich auf YouTube erscheine mit Reinhard, dann ist das Erfolg. Ela tem sucesso. Schau. Olha. Do you know what success is? Weißt du, was Erfolg ist? When you stand before Jesus, he looks into your eyes and he says, "Good job, my faithful servant." Wenn du vor Jesus stehst und er schaut dir in die Augen und sagt, wow, das hast du gut gemacht, mein treuer Diener. Bom e fiel. That's success. Das ist erfolgreich. Not what the world defines as Nicht, success. was die Welt als erfolgreich definiert. Here is the fruit of success. Und hier ist die Frucht von Erfolg. Stress. Stress. Always. Immer. People who put their roots in success are so stressed. It's unbelievable. Leute, die ihre Wurzel in Erfolg setzen, sind immer gestresst. Ist unglaublich. I have Inacreditável. a question. Ich habe eine Frage. Do you like emptiness, Magst du Leere? unhappiness, Unzufriedenheit? disappointment, Desappointamento. Enttäuschung? insecurity? Unsicherheit? Und Stress? You like it? Magst du If das? you like it, put your roots in yourself. Wenn du das magst, dann setz deine Wurzel in dich selber, in deine Umstände, in die Leute, in Geld Dinheiro. And success. und in Erfolg. Have fun. Enjoy life. Und dann genieße dein Leben. I don't like this fruit. Ich mag diese Früchte nicht. You know, we try to get rid of the fruit, but we ignore the root. Und weißt du, wir versuchen eine andere Frucht zu produzieren, aber wir ignorieren die Wurzel. Und was passiert dann? Well, every week we feel empty again. Jede Woche werden wir wieder leer fühlen. Every week we feel unhappy again. Jede Woche werden wir wieder unzufrieden sein. Every week we are disappointed. Jede Woche sind wir wieder unzufrieden. Because if you pick the fruit off, it will just grow back again. Weil wenn wir die Frucht pflücken entfernen, dann wird sie einfach wieder nachwachsen. Okay, let's use the red pen to write here. Okay, wir werden den roten Stift brauchen, um hier zu schreiben. I'm going to give you 5 amazing fruit. Ich werde euch 5 wunderbare Wurzeln geben. Before we write down the first root, I'm going to ask you a question. Aber bevor wir die erste Wurzel hinschreiben, werde ich dir eine Frage stellen. I'm going to ask you if you would like to eat these 5 beautiful fruit. Ich werde dich fragen, ob du diese 5 wunderbare Früchte essen möchtest. Fulfillment, Erfüllung. satisfaction. Satisfação. Look, wouldn't it be great to have a fulfilled life? Schau, wäre es nicht wunderbar, ein erfülltes Leben zu haben? You know, sometimes I say to people, Weißt du, manchmal sage ich mit Leuten, if you can prove to me that you're more satisfied than me, I'll give you 10,000 reais. wenn du mir beweisen kannst, dass du mehr in Erfüllung lebst als ich, dann werde ich dir 1000 Reais geben. Honestly, I mean, I wouldn't know what to change in my life. I'm so satisfied. Ich würde nicht wissen, was ich in meinem Leben ändern möchte. Ich fühle mich so erfüllt. Completo. Joy. Freude. I'm a very joy. Ich bin eine sehr freudige Person, Not true. oder? She lives in my house. Sie lebt mit uns. I wake up joyful, I go to bed joyful, I live a life of joy. Ich wache freudig auf, ich bin den ganzen Tag über freudig und am Abend, wenn ich ins Bett gehe. Encouragement. Ermutigung. I'm encouraged. Ich bin ermutigt. Security. Sicherheit. I feel completely secure. Ich bin total in Sicherheit. Not afraid of anything. Ich habe vor nichts Angst. And peace, Und Friede. which is the opposite of stress. Und das ist das Gegenteil von Stress. So how are we going to get this fruit? Also wie werden wir zu diesen Früchten kommen? Okay, let's write down this fruit. Okay, wir werden diese Früchte hinschreiben. So the first fruit here, Der erste Frucht hier fulfillment, Azul. ist Erfüllung. O satisfaction. primeiro fruto aqui, vai ser Satisfaction. Erfüllung. Here's the first fruit.
Also hier ist die erste Frucht. And then we're going to connect it to the right root. Und dann werden wir sie mit der richtigen Wurzel verbinden. The second fruit is joy. Und die zweite Frucht ist Freude. It's much different to happiness. Das ist sehr unterschiedlich zu Glück oder glücklich sein. I don't think you have the different in felicidade. Felicidade. Você quer que eu ponha felicidade ou alegria? No, joy. Also Freude. Hier ist Freude. Alegria. So here we have satisfaction and then we have joy. Hier haben wir Erfüllung und da haben wir Freude. And then we have the third one, instead of disappointment, encouragement. Und dann haben wir anstelle von Enttäuschung Ermutigung. Encouragement. And then we go to fruit number 4. Und dann gehen wir zur vierten Frucht. Security. Sicherheit. Now suddenly you have this beautiful fruit growing in the life where you're just so secure. Oh, auf einmal wächst da diese wunderschöne Frucht in deinem Leben und du fühlst dich so sicher. Und dann die letzte Frucht ist Friede. Man, wouldn't that be great? Wäre das nicht wunderbar? Deixa eu arrumar as frutinhas. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen? Can you dream of a life where you're satisfied? Kannst du dir ein Leben erträumen, wo du erfüllt bist, du Freude hast You always feel encouraged und du fühlst dich immer ermutigt and you are secure und du bist sicher and you have peace. und du hast Frieden. Yes, it's possible. Ja, das ist möglich. But it's not possible if you don't put your root in the right place. Aber es ist nicht möglich, wenn du deine Wurzel nicht am richtigen Ort setzt. So here's the first root. Also hier ist die erste Wurzel. The only root that will bring you true satisfaction. Die einzige Wurzel, die wahre Erfüllung bringen wird. Jesus. Jesus. My Jesus. Mein Jesus. Listen. Hör zu. Kann ich verbinden? Ja, du kannst. Jesus gives you satisfaction that no success can give you, no husband, no wife can give you, nobody can give you. Jesus gibt dir eine Erfüllung, die dir kein Ehemann, keine Ehefrau geben kann. Gar nichts. Essa satisfação. If you learn to put your primary root in the person of Jesus, Wenn du lernst, deine Wurzel in Jesus zu setzen, do you know what's going to happen? weißt du, was dann passieren wird? You will live a satisfied life. Dann wirst du ein erfülltes Leben leben. There is no root like the root in my Jesus. Und da gibt es keine Wurzel wie diese Wurzel, die wir in Jesus setzen. It's from Him. Diese Nährstoffe von ihm zu bekommen, das Leben von ihm zu bekommen, Thing you need, get it from. alles, was wir brauchen, von ihm zu bekommen. Whatever is the question, Jesus is. Was auch immer die Frage ist, Jesus ist die Antwort. There is nothing that satisfies like Him. Da gibt es nichts, das erfüllt, wie er es tut. Joy! Freude! Reinhard, I would like to have this deep joy that you talk about. Reinhard, ich möchte diese tiefe Freude empfinden, von der du sprichst. All right, let's put your root into what? Okay, wir werden die Frucht in was setzen? In seine Liebe setzen. Into His love for you. In seine Liebe für dich. That's where you need to put your root. Das ist, wo du deine Wurzel setzen musst. If you put your root into His love for you, you will explode for joy. Wenn du deine Wurzel in seine Liebe setzt, dann explodierst du vor Freude. Do you know Ephesians 3 verse 17 says this? Weißt du, Epheser 3, 17 sagt, We need to be rooted in love. dass wir tief in seiner Liebe verwurzelt sein müssen. Rooted in His love for us. In seine Liebe verwurzelt sein müssen. My friend, Meine Freunde, if I feel sad, wenn ich mich traurig fühle, all I have to do is close my eyes and just think how much He loves me. alles, was ich tun muss, ist meine Augen zu schließen und darüber nachzudenken, wie sehr er mich liebt. Und dann erfüllt Freude mein ganzes Herz. Put your root in how much and how deeply. Also setz deine Wurzeln, wie tief und wie fest er dich liebt. Drink His love every day. Trink jeden Tag von seiner Liebe. Drink, drink, drink. Trink, trink, trink. Close your eyes and meditate on how deeply He loves you. Let your roots go deep. Schließe deine Augen und meditiere, wie sehr er dich liebt. Lass deine Wurzel tief da reingehen. Und Freude wird die Wurzel sein.
The next root is A próxima trust. raiz. Und die nächste Wurzel ist Vertrauen. If you trust Him, Wenn du ihm vertraust, do you know what fruit you will grow? weißt du, welche Frucht du dann hervorbringen wirst? You will always be encouraged. Dann wirst du immer ermutigt sein. Encorajado. We get so discouraged Wir werden so entmutigt, because of so many wrong places we put our roots. weil wir an so falschen Orten unsere Wurzel setzen. You know, once you completely trust Him, how can you be discouraged? Weißt du, wenn wir ihm mal total vertrauen, wie können wir entmutigt sein? Encorajado. How? Wie? Circumstances can change. It doesn't matter because you're trusting Him. Umstände können sich verändern, aber das ist egal, weil du kannst ihm vertrauen. Unbelievable how we don't want to trust Him and yet we are upset that we have so much discouragement. Es ist unglaublich, wie wir ihm nicht vertrauen wollen und doch unglücklich sind, weil wir nicht ermutigt sind. Trust in Him. Also setz deine Wurzel in dem, dass du ihm vertraust. Many years ago, the Lord taught me about ultimate trust. Vor vielen Jahren hat Gott zu mir gesprochen über ultimatives Vertrauen. Maximum trust. Das ist das höchste Vertrauen. Confiança. This is maximum trust. Und das ist das höchste Vertrauen. When everything goes wrong, you say, I trust. Wenn alles den Bach abgeht, alles schief läuft, du sagen kannst, ich vertraue dir. Do you know Jesus always called God His Father? Und weißt du, Jesus hat Gott immer mit Vater genannt. Du kannst durch das ganze Evangelium gehen. Always talked about my Father, my Father, my Father. Und er sagt die ganze Zeit, mein Vater, mein Vater, mein Vater. One time he did not address God as Father, but as God. Nur einmal nannte er seinen Vater Gott und nicht Vater. As God. Weißt du wann? Do you know when? Am Kreuz. At the cross. Na cruz. When He said, my God, why have you forsaken me? Also er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? And heaven did not answer. Und der Himmel nicht geantwortet hat. God had turned His face away. Gott hat sein Gesicht abgewendet, Because Jesus became sin for us. weil Jesus für uns Sünde wurde. It was the blackest moment in the life of Jesus. Das war der dunkelste Moment im Leben von Jesus. Do you know what Jesus did? Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? The God who didn't respond, Zu diesem Gott, der ihm nicht geantwortet hat, to that God, Jesus said, into your hands I commit my spirit. zu diesem Gott hat er gesagt, in deine Hände lege ich meinen Geist. That's when God said to me, that's ultimate trust. Und da ist, wo Gott mir gesagt hat, das ist ultimatives Vertrauen. I want you to learn to trust me so deeply Ich will, dass du lernst, mir so sehr zu vertrauen, that when heaven is silent, dass wenn der Himmel stille ist everything goes wrong, und alles schief läuft you have no answer to your questions. und du keine Antworten auf deine Fragen hast, From deep of your heart you say, I still trust you. dass du dann aus tiefstem Herzen sagen kannst, ich vertraue dir. A minha confiança está em você. I was 22 years old, Ich war 22 Jahre alt, and God spoke to me through a scripture from the book of Job. als Gott zu mir durch eine Schrift vom Hiob gesprochen hat. Even though you kill me, I will still trust you. Auch wenn du mich umbringen würdest, würde ich dir immer noch vertrauen. Das ist, was Hiob gesagt hat. You know, I read this, I was 22 years old. I said, God, this is how I will trust you. Ich habe das gelesen, ich war 22 Jahre alt und ich habe gesagt, Gott, so möchte ich dir vertrauen. If everything goes wrong, if I don't understand everything, if I'm confused, I'm going to put my root in trusting you. Wenn alles schief läuft, wenn ich nichts verstehe, wenn alles dunkel ist, dann möchte ich in dich vertrauen. So what happens? Und was passiert? I'm encouraged. Ich bin ermutigt. You know why? Und weißt du wieso? Because my trust in God encourages. Weil mein Vertrauen in Gott mich ermutigt. Next root. Nächste Wurzel. Surrender. Hingabe. What does the root surrender bring? Was bringt diese Frucht der Hingabe? Of course, it brings absolute security. Es bringt totale Sicherheit. Why? Weshalb? Do you know we get so insecure because we are unsurrendered? Wir werden so unsicher, weil wir uns nicht hingegeben haben. If I'm surrendered to God, Wenn ich mich Gott hingegeben habe, weißt du, was das bedeutet? I don't live by my power anymore. I now live by His. Ich lebe nicht mehr in meiner Kraft, sondern in seiner Kraft. Através do poder de Deus. Surrender. Rendição.
So here is what it means. Und hier ist, was es bedeutet. It means, Lord, I kicked myself off the throne of my life Das bedeutet, Herr, ich schmeiße mich selber vom Thron meines Lebens and I put you there. und ich setze dich dorthin. I surrender to you as my Lord. Ich gebe mich dir hin als du mein Herr. You know, the beautiful thing of true surrender is Und das Schönste von echter Hingabe ist, Rendição é there is 100% security because now it's not you anymore, it's him. da lebt man in 100%iger Sicherheit, weil es geht nicht mehr um dich, es geht um ihn. You know, it's a lie that when we completely surrender, we lose. uma Es ist eine Lüge, wenn wir glauben, dass wenn wir uns ihm hingeben, dass wir verlieren. The more we live surrendered, the more security we win. Aber je mehr wir in Hingabe leben, umso mehr Sicherheit haben wir. Because now his life, his power, his strength, his provision is all mine. Weil jetzt ist seine Sicherheit, sein Leben, seine Versorgung, seine Kraft gehört uns. I have one last root, people, Eine letzte Wurzel, Leute. and that root will bring incredible peace. Und diese Wurzel wird unglaublichen Frieden bringen. incrível. Obedience. Gehorsam. Eita, Rainer. Reinhard. Why do you always talk about obedience? Wieso sprichst du immer über Gehorsam? Ciência. Because I tell you why. Ich kann dir sagen, weshalb. Because you put your root in obeying the Lord, Weil wenn du deine Wurzel in Gehorsam zum Herrn setzt, you will live in perfect peace. dann wirst du in perfektem Frieden leben. Do you know why? Weißt du wieso? Because when you obey him, Weil wenn du ihm gehorchst, you're aligned with him. dann bist du auf ihn ausgerichtet. When you're aligned with him, the Prince of Peace walks with you. Und wenn du auf ihn ausgerichtet bist, dann wird der Friedefürst mit dir gehen. Listen to me. Hör mir zu. We want him to walk into our circle. Wir wollen, dass er in unsere Umstände kommt. We always want him to come and fix our problem. Und wir wollen immer, dass er kommt und unsere Probleme löst. But I've learned by simple obedience to him, Aber ich habe gelernt, dass durch einfachen Gehorsam I now have joined him and walk step to step with him. bin ich jetzt zusammen mit ihm und gehe Schritt für Schritt mit ihm. What happens when I obey the Prince of Peace? Und was passiert, wenn ich dem Friedenfürst gehorche? Peace is in my life. Dann ist Friede in meinem Leben. How can there be no peace with the Prince of Peace? Wie kann da kein Frieden sein, wenn der Friedefürst mit dir geht? So I've learned whenever he whispers something, I obey. Und deshalb habe ich gelernt, dass wenn er mir etwas zuflüstert, dann gehorche ich. Anything he just gives me a hint, I quickly obey. Einfach, wenn er mir irgendwas sagt, dann gehorche ich sofort. So now what happens? Und was passiert jetzt? Money doesn't matter anymore. Geld spielt keine Rolle mehr, Erfolg spielt keine Rolle mehr. Mas Whether people disappoint me or not doesn't matter. Ob Leute mich enttäuschen oder nicht, spielt keine Rolle mehr. The circumstances makes no difference. Die Umstände machen keinen Unterschied, And I'm already surrendered. weil ich bin ja schon hingegeben. So what's left? Und was bleibt da noch? Satisfaction! Erfüllung, Incredible joy! unglaubliche Freude, Wonderful Encouragement. encouragement! wunderbare Ermutigung, Security that goes beyond anything on this earth. Sicherheit, das über alles hinweggeht That passes my understanding. und Friede, der meinen Verstand übersteigt. That's how I want to live. Und so ist es, wie ich leben möchte. Put your roots there Setz deine Wurzel da lugar certo. and reap the fruit. und dann wirst du diese Früchte ernten. Thank you for listening Danke, Leute, dass ihr zugehört habt and watching. und zugeschaut habt. You guys are the best. Ihr seid die Besten. Incríveis. If you liked it, Wenn ihr das mochtet, share it. dann teilt es.